Morgen. Gut geschlafen? Nein, diese Frage ist absolut keine Floskel, sondern ganz ernst gemeint und unser Thema heute bei Sonntags. Wie wichtig guter Schlaf ist, das wird einem ja spätestens dann bewusst, wenn man ihn nicht hat. Man wälzt sich von einer Seite auf die andere, grübelt, denkt daran, dass man in ein paar Stunden schon wieder aufstehen muss. Und am Tag ist man dann müde, schlecht gelaunt und unkonzentriert. Kommt Ihnen bekannt vor? Dann ist die gute Nachricht erstmal, Sie sind nicht alleine. Etwa 20 Millionen Deutsche haben Schlafstörungen. Wir fragen uns heute, woran es liegt und was man dagegen tun kann. Eigentlich ist es ja nur ein Spaß für Kinder. Doch Strohhalmblasen kann auch hilfreich sein für die richtige Atmung, um Didgeridoo in einem Kurs des Klangtherapeuten Jakob Wagensonner in Augsburg zu lernen. Um schöne Töne geht es den Teilnehmern dabei allerdings eher weniger. Ich bin hierher gekommen, um mein Schnarchen zu bekämpfen. Vor allen Dingen hat es die Lebensqualität oder Schlafqualität meiner Frau beeinträchtigt. Also ich habe leichtes Schnarchen und bin in der Früh eigentlich immer ziemlich gerädert aufgestanden, weil ich einfach keinen ruhigen Schlaf hatte. Ja, meine Lebensqualität hat extrem unter dem Schnarchen gelitten. Ich konnte nicht mehr so ruhig schlafen. Ich war auch so, wenn ich aufgestanden bin, in der Früh war ich nicht so erholt und habe gesagt, ich muss irgendwas machen. Rund 40% der Deutschen haben Schlafprobleme. Didgeridoo spielen kann helfen. Der Trick? Zirkularatmung. Gleichzeitiges Einatmen durch die Nase und Ausatmen über den Mund. Wir trainieren die Zirkularatmung, dass wir die Backenmuskulatur und dass wir die Rachenmuskulatur stärken. Bei den meisten Menschen ist die Rachenmuskulatur vermindert und deswegen schnarchen die Leute auch. Die Wirksamkeit dieser Therapie ist wissenschaftlich nachgewiesen. Sogar bei milden Formen der Schlafapnoe, des Atemstillstands im Schlaf, soll sie helfen. Ist die Apnoe stärker ausgeprägt, hilft nur noch der Gang ins Schlaflabor. Hier werden die Gehirnströme des Patienten im Schlaf beobachtet und wissenschaftlich ausgewertet. Das Ergebnis ist für viele Patienten schockierend. Denn rund 6 Millionen Deutsche sind nach Erkenntnissen von Professor Jürgen Zulley von der Universität Regensburg Apnoeiker, die meisten von ihnen unerkannt. Dabei wäre es nach Ansicht des renommierten Schlafforschers so wichtig, die Apnoe rechtzeitig zu bemerken. Der Partner eines Schlafapnoikers bemerkt eigentlich immer diese Atemaussetzer. Man selber muss es nicht bemerken, vielleicht daran, dass man mit sehr trockenem Mund aufwacht oder nachts mit Erstickungsgefühlen aufwacht. Man sollte aber unbedingt darauf achten, weil die Folgen einer Schlafapnoe sind fatal. Sie führen zu Bluthochdruck und dann weiter zu Herzinfarkt oder Schlaganfall. Häufig sind Schlafstörungen nicht krankhaft. Oft schafft das Verhalten tagsüber die Probleme der Nacht. Marcel Cornelius ist begeisterter Film- und Kinofan. Stunden um Stunden hat er abends im kalten Licht seines Computerbildschirms verbracht. Für den Schlafexperten einer von vielen Fehlern, die man vermeiden sollte. Am Abend sollten Sie nicht zu viel vorm Computer sitzen, weil der Bildschirm ist eine Belastung fürs Auge und hält uns eher wach. Am Tage sollte man schauen, dass man immer wieder Pausen einhält, weil so vermeiden wir, dass wir unsere eigene Drehzahl übersteuern und abends nicht mehr runterkommen. Am Abend sollten Sie einen ganz klaren Schlussstrich ziehen, um zwischen den Problemen des Tages und der Entspannung der Nacht eine Trennung zu vollziehen. Am Abend kein helles Licht, weil Licht ist ein biologischer Wecker, hält uns eher wach. Wenn Sie nachts aufwachen und körperlich unruhig sind, sollten Sie aufstehen und irgendetwas tun, was Sie jederzeit beenden können. Bleiben Sie aber ruhig liegen, sollten Sie das gelassen hinnehmen und daran denken, Entspannung ist der Königsweg in den Schlaf. Du musst ganz normal weiteratmen. Diesen Königsweg suchen auch die Teilnehmer der Didgeridoo-Therapie in Augsburg. Die Ergebnisse sprechen für sich. Ich schlafe viel besser seitdem, weil es einfach durch die Atmung viel besser ist. Durch das, dass es trainiert ist, bin ich viel ausgeruhter, schlafruhiger und kann endlich gestärkt in den Tag gehen. Das sägende Schnarchen, also das Laute, das meine Frau sehr beeinträchtigt hat, ist jetzt sehr abgeschwächt zu einem leichten Säuseln. Also es ist nicht mehr diese schreckliche Schlafbeeinträchtigung, die sie vorher hatte.
Zu Hause spielt Marcel Cornelius täglich, längst nicht mehr nur der Atmung wegen. Es ist viel mehr auch. Also es ist nicht nur das Atmen, sondern vor allem auch einfach die Entspannung. Man muss sich auf was anderes konzentrieren. Und das hilft mir natürlich sehr, die Gedanken zum Sammeln und sie ein bisschen zu erden und runterzukommen. Und das ist eigentlich so der entscheidende Vorteil. Und dadurch kann ich auch besser schlafen. Und durch den besseren Schlaf habe ich dementsprechend auch bessere Lebensqualität. Und die hilft mir eigentlich in jedem Lebenslagen. Guter Schlaf, darunter versteht man ja, man geht abends ins Bett, schläft 7 bis 8 Stunden durch und bleibt nach dem Aufstehen wieder wach bis zum Abend. Dieses Ideal ist aber relativ neu. Bis vor 200 Jahren haben die meisten Deutschen noch ganz anders geschlafen. In 2 Abschnitten nämlich, unterbrochen von einer mindestens einstündigen Wachphase kurz nach Mitternacht. Da wurde dann geraucht, nach der Zeit gesehen oder das Feuer versorgt. Heute würde man dazu wahrscheinlich Schlafstörung sagen. Vielleicht ist es also an der Zeit, unsere Schlafideale nochmal zu hinterfragen und neu rauszufinden, wie und wann schlafe ich eigentlich am besten.